Heute backen wir kleine Schokomuffins im Omnia Backofen. Was ihr beachten müsst, welche Tipps, welche Tricks ich euch geben kann, das erfahrt ihr jetzt in dem Video. Viel Spaß! Für die Schokomuffins benötigt ihr 80 Gramm Mehl, 2 Esslöffel Backkakao, 1 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, 50 Gramm weiche Butter, 60 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Eigröße M, 5 Esslöffel Milch, 80 Gramm Zartbitterkuvertüre gehackt. Heute machen wir einmal Muffins, und zwar genau Schokomuffins im Omnia Backofen, und zwar auch in dieser Muffinform. Diese Muffinform gibt es ja seit einiger Zeit. Da kann man die Förmchen so rausdrücken, das nennt man Pop-up. Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann könnt ihr die wieder ganz klein falten und auch platzsparend im Omnia Backofen verstauen. Daran möchte ich heute mal Schokomuffins machen und euch zeigen, wie einfach das geht. Euch auch noch ein paar Tricks zeigen, was man dabei beachten sollte. Von daher legen wir einfach mal los. Bei Muffins ist es immer so, man mischt immer getrennt die trockenen Zutaten und die flüssigen Zutaten oder die weichen Zutaten. Und dann mischt man alles zusammen, und zwar nur noch mit dem Löffel. Denn nur den Anfang, diese cremigen Zutaten, die macht man gleich mal kurz mit dem Mixer, und danach nimmt man einfach nur einen Löffel und rührt die trockenen Zutaten unter. Ja, von daher mischen wir jetzt erstmal Mehl, Backpulver, Backkakao und die Prise Salz. So. Dann haben wir die Zutaten schon mal, also die trockenen Zutaten schon mal zusammengerührt. Wenn ihr da jetzt so Knötchen drin habt, so kleine Knubbel, ich hole mal eine Gabel, dann geht ihr da einfach mit der Gabel durch. Und wenn ihr mit der Gabel durchgeht, das ist dann wie so ein Sieb. Ihr könnt auch einen Schneebesen nehmen. Und dann habt ihr das alles direkt eigentlich durchgesiebt, so wie es dann sein sollte, damit da keine Knötchen drin sind. So. Für die flüssigen Zutaten nehmen wir jetzt erstmal die Margarine, den Zucker, ich nehme Puderzucker. Puderzucker löst sich nämlich schneller auf, wenn ihr das rührt. Deswegen empfehle ich euch da Puderzucker, ihr könnt Zucker und Puderzucker 1:1 austauschen. Und deswegen empfehle ich und nehme ich halt immer Puderzucker dazu, weil der sich halt sehr gut mit der Margarine verbindet. Und ihr müsst mich so lange schlagen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Und Puderzucker löst sich halt sehr schnell auf, weil da sind ja keine Kristalle mehr drin, der ist ja schon verpulverisiert. Jetzt kräftig aufschlagen. Ihr könnt auch schon das Ei dazugeben. Die Masse könnt ihr im Übrigen jetzt auch so lange schlagen, wie ihr lustig seid. Nur wenn gleich die anderen Zutaten dazu kommen, dann sollte man vorsichtig sein, weil die Muffins sonst nach innen einfallen können. So, das war es auch schon. Jetzt nehmen wir die pulverisierten Zutaten, also alle trockenen, einfach nur rübergeben und unterheben. Viele machen jetzt den Fehler und nehmen den Mixer und schlagen und schlagen und schlagen und schlagen. Ist bei Muffins überhaupt nicht notwendig. Immer einen Schluck Milch dazugeben, weil gerade dieses Mehl, dieses Klebezeug, was da drin ist, macht eure Muffins nämlich total kaputt. So, jetzt kommt noch die Kuvertüre dazu.
Voilà, der Muffinteig ist schon fertig. Jetzt füllen wir den gleich in die Muffinform ein. Ich sage euch noch 2, 3 Tricks dazu und dann geht er auch schon auf den Gaskocher. Jetzt füllen wir die Muffins einfach in die Muffinform ein. Bei der allerersten Benutzung solltet ihr die Muffinform einmal einfetten. Danach braucht ihr die nicht mehr einfetten, sondern wenn ihr die Muffins jetzt mit dem Teig also direkt hier einfüllen solltet, dann wascht die bitte kalt aus. Weil Silikon hat die Eigenschaft, wenn ihr das warm auswascht, dann nehmen die Gerüche an. Von daher, wenn ihr den Teig hier direkt in die Muffinförmchen einfüllt, dann wascht die bitte kalt aus und nehmt auch keine Gerüche an. Ja, wie gesagt, bei der erstmaligen Benutzung könnt ihr die oder müsst ihr die so einmal einfetten, danach nicht mehr. Einfach dann wie gewohnt waschen, erst kalt und dann mit Spülmittel und warmem Wasser normal auswaschen. Ich benutze immer solche Muffinförmchen, die passen ganz toll hier rein. Die benutze ich nicht, weil es sein muss, sondern weil ich es einfach schöner finde. Das ist einfach für meine Optik, ich finde Muffins gehören einfach in so eine Manschette rein. Ist mein ganz persönliches Empfinden. Da könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt die direkt hier reinfüllen oder in diese Papiertütchen. Das hat weder einen Vor- noch einen Nachteil. Guten Vorteil vielleicht, ihr bräuchtet nachher die Silikonform nicht ausspülen, aber einen Nachteil gibt es eigentlich nicht. Ich finde es einfach nur hübsch. Jetzt nur gleichmäßig versuchen einzufüllen. Ja, zu den Muffins. Ich empfehle euch, das Aufbackgitter zu verwenden. Legt das Aufbackgitter in die Form rein, dann die Muffins, weil dadurch habt ihr die Muffins gleichmäßig an der Unter- und Oberhitze. Ich habe das am Anfang getestet, als die Muffinform rauskam. Da wurde ja empfohlen, die Muffinform einfach reinzustellen. Bei mir gingen die Muffins irgendwie nie auf. Die waren dann teilweise unten angebrannt und oben gingen die nicht auf. Und dann sind die auch zwischendurch einfach nur eingesackt. Bis ich dann die Idee hatte, ich hatte Muffins immer in den normalen Muffinförmchen gemacht und die aufs Gitter gestellt. Und dann habe ich das mit dem Gitter ausprobiert und dort die Omnia Muffinform draufgestellt und perfekte Muffins hinbekommen. So einfach kann es gehen im Leben, ne? Ja. Wir backen die jetzt ein paar Minuten auf den Gaskocher und dann schauen wir uns die mal an. Während die Schokomuffins jetzt 20 Minuten auf der kleinen Flamme sind, es gibt noch mehr kleine Rezepte für Muffins und Cupcakes aus dem Omnia Backofen, denn hier habe ich einiges an Rezepte gemacht und es sind nicht nur süße Muffins, ja, sowas hier, sondern ihr findet da auch ganz viele herzhafte Muffins drin. Denn Muffins müssen nicht nur süß sein, die können auch herzhaft sein. Die herzhaften Sachen waren gerade beim Frank, die sind sehr gut angekommen, als ich damals ausprobiert habe. Ich denke mal, wir machen noch 1, 2 Rezepte später, also nicht jetzt, aber im nächsten Video, wo wir mal herzhafte Muffins vorstellen. Ich kann euch auch nur den Tipp geben, bitte benutzt die kleine Flamme, immer die kleine Flamme und guckt euch die kleine Flamme an. Die kleine Flamme ist dann richtig eingestellt, wenn ihr euren Gaskocher einmal ganz voll einstellt und dann dreht ihr zurück, bis die Flamme fast ausgeht. Und wenn ihr den Punkt erreicht habt, dann dreht ihr noch mal ein kleines Stück größer. Dann habt ihr nämlich die kleine Flamme und dann braucht ihr keine Angst haben, dass euer Kuchen, eure Muffins irgendetwas passiert, sondern die kommen da richtig lecker raus, so wie sie auch sein sollen. Ja, den Tipp, den ich vorhin schon gegeben habe, bitte benutzt Puderzucker. Puderzucker ist wirklich eine tolle Alternative zu Zucker, weil ihr müsst so lange rühren, bis die Kristalle sich aufgelöst haben. Das kann im Endeffekt sehr, sehr lange dauern und Muffins sind so schnell zubereitet, so schnell gebacken und auch verrührt. Und das könnt ihr nochmal steigern, indem ihr Puderzucker verwendet. Ja, und ansonsten warten wir jetzt mal, bis die Schokomuffins fertig sind. Die 20 Minuten sind um. Heiß, ich kenne mich. Und da sind sie, Schokomuffins. Die sind toll. Oben ist natürlich die Schokolade noch ein bisschen weich, weil die Kuvertüre ist ja noch weich. Die muss ja erstmal ein bisschen aushärten. So.
Oh, toll. Die sehen richtig cool aus. Dafür ist dieses Pop-up natürlich auch noch sehr gut, wenn ihr das runterdrücken könnt. Weil diese Muffins sind ja jetzt nun mal irre heiß und so können die jetzt auch, ich sag mal, in der Form auskühlen, wenn ihr das einfach so runterdrückt. Jetzt könnte man den auch, jetzt geht's. An dem Papier kann man schön festhalten. So. Jetzt haben wir wunderschöne Schokoladenmuffins. Ja, somit sind unsere Schokoladenmuffins fertig. Ich gehe jetzt gleich und koche noch ein bisschen Kaffee dabei. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht jetzt Spaß auch an Muffins backen im Omnia Backofen. Und ich lade euch ein fürs nächste Video. Aktiviert dazu die Glocke. Abonniert unseren Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Wir sind übrigens auch auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram und auf Pinterest. Und auf Facebook haben wir sogar eine eigene Gruppe, könnt ihr euch gerne beteiligen. Da geht es nicht nur um den Omnia, sondern um Camping allgemein. Das heißt, ihr könnt auch mal Fragen stellen, wo man ein Fenster herbekommt oder welcher Staubsauger toll ist oder. Freuen uns, wenn ihr uns besucht auf Facebook und wie gesagt, abonniert uns. Wir machen bestimmt bald wieder leckere, tolle Muffins, Cupcakes und auch herzhafte Muffins. Von daher, wir sehen uns. Bis dann.